Buongiorno und willkommen zurück zu La Felicita Stories. Hallöchen aus dem wunderschönen Venedig. Wir sind hier, um diese wunderschöne Stadt zu entdecken, aber auch ein bisschen darüber zu sprechen, wie Venedig bereits vom Klimawandel betroffen ist, weil es eine der Städte ist, die auf jeden Fall unter dem Meeresspiegelanstieg leiden wird. Und das werden wir hier ein bisschen zeigen und erklären. Und falls ihr euch wundert, wir versuchen jetzt mal die Videos auf Deutsch zu machen, weil es in der eigenen Sprache alles ein bisschen einfacher ist und lockerer und man uns dadurch vielleicht ein bisschen ehrlicher kennenlernen kann. Was mir auf jeden Fall direkt super positiv aufgefallen ist, dass ich dachte, Venedig ist total überlaufen. Und natürlich sind hier super viele Touris und wahrscheinlich sind im Sommer noch mal viel mehr hier. Aber es gibt trotzdem viele Gassen, wo man viele ItalienerInnen sieht und wo man das Gefühl hat, man kann die Stadt ein bisschen kennenlernen und wo man vielleicht sogar total alleine ist und rumlaufen kann und alles entdecken kann. Und wir sind hier am Ristorante Barbacani, wo man ein schönes romantisches Dinner direkt an einem Kanal haben kann. Und die Gondeln fahren immer hier vorbei. Ich wollte gerade sagen, oder man macht halt eine richtig romantische Gondelfahrt für 80 €. Ah, Minuto, grazie. Auf dem Wasser sind natürlich nicht nur Gondeln für all die Touris unterwegs, sondern auch viele andere Boote. Denn in Venedig gibt es keine Autos, Mopeds, nicht mal Fahrräder haben wir gesehen. Die engen Gassen und zahllosen Brücken ermöglichen eine typische Infrastruktur einfach nicht. Die Einheimischen kommen also auch mit dem Boot von A nach B. Sehr beeindruckend ist auch die venezianische Architektur. Durch die dichte Bauweise gibt es aber leider kaum Grünflächen, dafür schöne alte Häuser, viele Plätze, an denen sich die Menschen treffen und natürlich prunkvolle Kirchen. Aber jetzt erstmal etwas zum Meeresspiegelanstieg. Venedig ist natürlich nicht der einzige Ort, der vom Meeresspiegelanstieg betroffen ist. Die pazifischen Inseln sind bereits betroffen, viele ärmere Länder im globalen Süden haben Probleme mit dem Meeresspiegelanstieg und anders als diese Länder hat natürlich Venedig das Privileg, so wie andere Städte und Länder im globalen Norden, wie zum Beispiel die Niederlande oder Hamburg, sich vor der Klimakrise schützen zu können. Deswegen gibt es in Venedig zum Beispiel das sogenannte Morse-System, das ist so ein Abschottungssystem, um die Stadt vor Hochwasser zu schützen. Im Moment ist es aber so, dass das nur funktioniert, um Hochwasser und Sturmfluten abzuhalten und nicht, um langfristig die Stadt vor einem hohen Meeresspiegel zu schützen. Deswegen muss daran weiterentwickelt werden, aber wie bereits erwähnt, hat der globale Norden da natürlich viel mehr finanzielle Mittel und Forschungsmittel und ist somit privilegiert und hat wahrscheinlich die Möglichkeiten, diesen Ort zu schützen. Was bei Venedig auch noch super interessant ist, woran, glaube ich, ziemlich wenig gedacht wird, ist, dass natürlich auch ziemlich viel Kultur verloren gehen würde. Denn Venedig wurde als eine der wenigen Städte in Italien nicht von den Römern gegründet, sondern ums 5. Jahrhundert rum von Flüchtlingen und ist ziemlich besonders, was all die Gebäude angeht und
ganze Handelsgeschichte und natürlich könnte man viele Kunstwerke aus der Stadt rausräumen und somit retten, aber die ganzen Bauwerke und all die Geschichte würde damit natürlich verloren gehen. Und deswegen ist Venedig generell nur ein Beispiel für eine der Städte, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes ist, die einfach durch die Klimakrise kaputt geht. Und ich habe damit ein bisschen das Gefühl, dass wir Menschen damit nicht nur unsere Existenz, also das Land und die Natur um uns herum zerstören, sondern unsere eigene Geschichte. Also wenn wir die Klimakrise wirklich nicht aufhalten, zerstört der Mensch komplett sich selbst. Wir sind gerade auf dem Piazza San Marco, dem wohl bekanntesten Platz in Venedig. Wenn wir es nicht schaffen, die Klimakrise aufzuhalten, wird dieser Platz spätestens 2100 ganzjährig unter Wasser sein. Denn der Platz ist nur 80 cm über dem Meeresspiegel und wenn der ansteigt, dann ist hier Hochwasser. Das letzte Mal war hier Hochwasser irgendwie im Juni und das wird dann einfach das ganze Jahr über so sein. Soll ich jetzt nochmal springen? Wow! Mit den schönen Laternen und so schönem Abendlicht. Es ist halt echt ein bisschen kitschig romantisch, aber so stellt man sich Venedig vor und ich bin einfach sehr glücklich, dass wir jetzt so hier sein können. Ich bin ja auch ein sehr großer Fan davon, Kanäle anstelle von Straßen zu haben. Wie cool ist es einfach, dass hier die ganze Logistik über Kanäle funktioniert. Das heißt, die Müllabfuhr kommt mit Kanälen, der Krankenwagen kommt über den Kanal mit einem Boot und natürlich müssten jetzt noch alle Boote E-Motoren haben, dann wäre es natürlich noch nachhaltiger, aber die Idee an sich finde ich schon richtig nice. Und zum perfekten venezianischen Urlaub gehört natürlich auch Pizza. Danke fürs Zuschauen. Lasst uns gerne einen Kommentar unter dem Video und wir würden uns freuen, wenn ihr zum nächsten Video, eine Toskana-Edition, wieder einschaltet. Hallöchen aus der Toskana. Ein weiterer Funfact über Siena ist, dass man sich so ein bisschen darüber streitet, ob nicht die wahren Romeo und Julia aus Siena kommen. Spaghetti. Was auch sonst. Deswegen wollten wir auch darüber reden, was der Schwarzwald mit der Toskana zu tun hat. Falls ihr schon mal irgendwas von der Stadt gehört habt und nicht wisst, woher. Das ist aus Twilight. Ui. Boah, aber so ein Pool, das wäre doch nett.